So, wir fahren hier die Super Socko, die Max. Und wir geben Gas. Wir stehen. Yeah! Es fährt in der ersten wirklich leibern. Wow, ist das cool. Bist du deppert. Und Power. Naja, von der Beschleunigung ist es nicht viel mehr. Aber es geht leicht bergauf. Aber wir fahren 70, 75, 80, 80, 90, 95, 100. Aber da wird schon schwammig, das Teil. Bist du narrisch? Okay, also, schauen wir uns das Ding mal an. Man nähert sich dem Cockpit mit diesem schönen Knopf. Drückt einmal auf den hier drauf, Chucky. Blub, blub, blub. Stufe 3 eingestellt. Und wenn wir dann auf die Anzeige schauen, und zwar auf die Kilometeranzeige, steht hier die 60 Range bei 87% Akkufüllung. Was, ja, in der dritten Stufe, ja, das wird mir eigentlich ausreichen für einen Tag in der Stadt. Wenn wir das jetzt aber verändern, und zwar auf Stufe 1 gehen, erweitert sich die Reichweite schon auf 121 Kilometer, was ja wirklich okay ist. Okay, so ist es. Gehen wir kurz die Anzeigentafel durch. Batteriestand ist mit Prozent angegeben. Wir kennen diese Strichlinien von den Tanks. Da oben wird der Fahrmodus eingestellt, die 1, 2, 3. Ja, drunter die Range, wie weit man noch fahren kann. Das ist nicht gesetzt, sondern das hängt ja von der Fahrweise ab. Es kann mehr werden, aber auch weniger, je nachdem, wie viel Gas wir geben. Drunter der Kilometerstand, das ist ein relativ junges Bike, 5555, ja wunderbar. Ja, es ist ja irgendwie ein klassisches Design, was man so kennt von die alten Retro-Motorrallen oder von die alten Motorrallen. Geschwindigkeitsmesser ist ganz klar, wir haben sogar Meilen angegeben. Das heißt, der Verkaufsraum wird nicht nur im metrischen System sein, sondern offensichtlich auch in den USA wird das Teil verkauft. Weiß ich nicht, in UK sagt man auch Meilen, glaube ich. Kann das sein? Ja. Gut, Blinker, das habe ich vorhin schon angesprochen. Blinker ist sehr rudimentär, links, rechts, Mittestellung. Das ist schon sehr alt, das System, weil wir kennen es alle, die drücken einmal drauf und es löst sich der Blinkereinstellung wieder. Gibt es hier nicht. Es gibt auch nur 2 Lichtpositionen. Also man muss mit Licht fahren, wie wir wissen. Einmal Abblendlicht und Fernlicht. Das werden wir heute nicht ausprobieren, das ist zu heiß. Hupe, ja, reicht in der Stadt. Auf der Autobahn wird es wahrscheinlich niemand mehr hören. Dann haben wir hier den, wie hat er ihn genannt? Den Todknopf oder so. Todmann, danke. Perfekt, ja. Und da oben eben, was war das eigentlich? Was ist eigentlich das da? Ja, klar, wie ein Motorrad, eine hydraulische Bremse. Das ist alles Guss hier, wie wir sehen. Einmal umgekippt und es ist abgebrochen, aber das ist bei jedem Rad, fast bei jedem Rad so. Ich finde die Frontansicht recht nett. Also den Frontscheinwerfer finde ich eigentlich recht gelungen und recht hübsch. Und ja, die Reifen, ja, das ist halt so man kann wahrscheinlich auf dem Feldweg fahren, was man mit dem Ding auf jeden Fall kann, ja, weil es einfach nichts wiegt. Also wir haben hier 17 Zoll vorne, 90:80 ist die Reifendimension, okay. Und hinten haben wir auch einen 17er Bock, 120:70. Ja, relativ niedriger Querschnitt. Aber da sieht man eh schon, wie das verschwindet da hinten. Das Schutzplastik, glaube ich, ist das, ja. Das ist schon sehr knapp alles hier am Hinterrad. Fahrwerk, was haben wir da? Ein Monoshockbein. Ich fürchte, das ist wohl wirklich, das wird ersetzt werden müssen, weil es hat nicht mal mehr ein Spiel, um die Vorspannung einzustellen. Das ist jetzt schon voll auf Anschlag und das ist viel zu wenig. Das gleiche haben wir vorne bei der Gabel. Das schaut auch so aus, als könnte man genau gar nichts einstellen. Ich habe unten nichts und ich habe oben nichts. Ja, und die Gabel ist auch viel zu wach.
da schlägst du sofort durch, wenn du im Stehen runterdrückst. Also damit ist Gelände komplett ausgeschlossen. Ja, dann haben wir hier ein Sattel mit 2 Bremstrommeln, das ist schon mal gut vorne, das ist wichtig. Die Verzögerung vorne finde ich ganz okay. Ja, ist halt irgendein No-Name-Produkt aus China, und sonst könnte man den Preis nicht halten. Und hinten ist eine einzelne Bremszylinder im Backen verbaut. Okay. Eine Aluschwinge haben wir, Alurahmen, ja, beziehungsweise nur das Heck. Der Rest ist Stahl, wenn ich das jetzt richtig sehe, ein Stahlrahmen. Ja, da muss man halt dann aufpassen, dass die Schweißnähte da nicht zu rosten beginnen. Leichte Roststellen sehe ich schon. Naja. Sattel ist ultra weich. Also wahrscheinlich wird man nach 20 Kilometern den Hintern nicht mehr spüren. Ja, Sozius gibt es auch, wie wir sehen. Sozius, wie heißen die Steigdinger, Bügel? Das einzig wirklich Enttäuschende, wobei ich mich so gefreut habe, dass das noch mehr geht, ist, dass die Beschleunigung in der ersten Stufe genau gleich ist wie in der dritten Stufe. Das war wirklich sehr enttäuschend. Ich habe gehofft, dass man dann irgendwie wirklich deutlich was merkt bei der Beschleunigung. Es ist genau dasselbe. Damit ist es natürlich nicht ganz so interessant, wie ich ursprünglich gehofft habe oder wie es sich am Anfang angefühlt habe, als ich in der ersten Stufe los bin. Gut, okay, that's it. Okay, wir starten. Gas, wir müssen auf 50 km/h kommen und halten die 50 km/h. So. Ja. Oh, das war nicht schlecht, hätte ich gesagt. Und genau. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es sind die 5 Meter. Hier der Beweis. 5 Meter. Mehr sind es nicht. Ja, ich meine, die Bremsen, da muss man schon fest anziehen. Das ist jetzt schon wahr, ein bisschen. So ganz knackig, wie vom modernen Bremssystem, wie man es kennt, ist das jetzt nicht. Ja. Das ist eher so Enduro-Feeling. Das heißt, es blockiert recht schnell auf Schotter, aber auf der Straße könnte es ein bisschen feinfühliger sein, ist es aber nicht. Naja, nicht ganz so leicht. Der Wendekreis ist gigantisch, ja, und ich kann das Gas eigentlich super dosieren. Ich kann auch, das ist super, ich kann mit der Hinterbremse kann ich die Geschwindigkeit steuern, weil beim Bremsen es keine Unterbrecher gibt, wie bei der Apollo zum Beispiel, bei der RNF oder bei meiner Malaguti. Wir fahren da ein bisschen herum. Also, wie gesagt, Wendekreis ist super. Also, ich glaube sogar besser als bei meiner Malaguti. Und wie gesagt, man kann es super steuern mit dem Bremshebel, weil, ja, und es geht halt nie aus, der Motor, weil es keine Kupplung gibt, es gibt kein Benziner nicht, das ist herrlich. Das heißt, es geht nie aus. So, okay, wir fahren hier mal ein bisschen kreuz und quer. Ja, Beschleunigung ist wirklich enden wollend. Und Kraft, so. Also ja, da geht nicht wirklich viel. Also, Wheelie, tote Hose, Randstein. Ich habe das nämlich festgestellt bei meiner Malaguti. Wenn man die auf den Schildkrötenmodus hat, dann tut sie sich schwer beim Bergauffahren. Und die hier kann auch offensichtlich nicht bergauf fahren. Wir schauen das mal bei der dritten Stufe. Jetzt hatten wir die erste. Okay, hier geht gar nichts. Das heißt, man muss mit etwas Schwung fahren. Und dann geht's schon. Mit etwas Schwung geht das schon. Ja, und vielleicht seht ihr das, wie man habt ihr das gehört? Ja, das ist schon, also Federbeine, Gabel,
progressive Federn, sonst geht hier gar nichts. Gut, ich mache meinen Slalom hier. Mach meinen Slalom. Wir fahren hier rauf. Ganz schlechter Slalom. Ui, ganz schlecht. Geht sich nicht aus, zu eng. Was kann man denn noch machen? Ich fahre die Böschung rauf. Ja, Achtung, Auto, so, Böschung rauf. Ja, es ist halt... Aber ja, was soll's? Ich meine, in der Stadt passt das Ganze schon. Was braucht man mehr? Ich glaube, wir werden dem Ganzen hier jetzt ein Ende setzen. Ich verabschiede mich, sage danke, dass ihr dabei wart. Ich habe gehört. Zumindest hat das der Verkaufsleiter gesagt. Andreas, ich habe seinen Nachnamen vergessen. Es kommt eine stärkere Super Soko. Und zwar demnächst. Und da sind wir schon wieder gestellt bei unserem Super Soko Fachhändler. Also dann, grüß euch. Was ist denn? Er hat seine Bohrmaschine. Achso, ich fahre ihm nach, ja? Entschuldigung. Stufe 3, wir haben eine Aufgabe, Mission. Wir fahren den Wiener Stadtwerken hinterher. Er hat seine Bohrmaschine verloren. Wie machen wir das? Wir müssen hupen. Wenn wir ihn überholen? Das ist schwierig. Kinder, das ist schwierig. Aber jetzt, Überholmanöver. Ja, wuhu! Und es geht, beschleunigt, juhu! So, hier fahren wir ran. Ja, im Bremsen ist schon in Ordnung. Ja, das ist kein ABS. Ich hab mich freuen. Ist das Org? Du hast deine Bohrmaschine da hinten verloren. Bohrmaschine. Wir können dann Überholmanöver machen. Die 2. Oh, dritte Stufe. Jetzt. Wuhu, 58%. 60 km. Und wir kriegen uns gleich aus. Verkehrt. Too many people. Too many people. Too many people. Oh, yes. Gas. Wir fahren Race Run. Was ist Parkour? Vor die Kamera. Und hier ein bisschen in die Offroad. Yeah. Wuhu. It's nice. Oh, the jump over the hill. Wuhu. Man sagt, ich verabschiede mich, Freunde. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Test wieder.